Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute die fast vergessene Ritterburg Bernegg zeigen und dir ihre 900-jährige Geschichte erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Also, los geht's. Hoch über dem Murtal, auf einem schmalen Bergrücken, versteckt zwischen dichten Wäldern, liegen die Überreste einer mittelalterlichen Festung. Die Burg Bernegg. Heute ist sie nur eine Ruine, doch vor vielen Jahrhunderten war sie ein Ort, ein Zentrum von Macht, Einfluss und Adelsherrschaft. Ihre Geschichte beginnt im Hochmittelalter, vor mehr als 900 Jahren. Die Burg liegt oberhalb der heutigen Gemeinde Bernegg an der Mur, in der Steiermark. Der Bergrücken fällt nach beiden Seiten steil ins Tal ab. Eine ideale natürliche Verteidigung. Von hier aus konnte man das gesamte Murtal überblicken. Im Mittelalter führte durch dieses Tal eine wichtige Handelsroute. Sie verband die nördlichen Regionen der Steiermark mit dem südlichen Gebieten. Wer diesen Weg kontrollierte, kontrollierte Handel, Reichtum und Macht. Die Burg entstand vermutlich um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Historiker datieren ihre Entstehung in die Zeit um das Jahr 1150. Erbauer waren vermutlich Mitglieder eines lokalen Adelsgeschlechts, die Herren von Bernegg. Der Name der Burg könnte auf einen früheren Besitzer namens Pero zurückgehen. Die Familie gehörte zu den sogenannten Ministerialien. Das waren adelige Dienstleute der Landesfürsten. Ihre Aufgaben waren es, Gebiete zu verwalten, Handelswege zu sichern und militärische Aufgaben zu übernehmen. Die erste bekanntliche urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1143. In einer Urkunde erscheint ein Adeliger mit dem Namen Ulrich von Bernegg. Er gilt als einer der frühesten bekannten Vertreter dieser Familie. Zu dieser Zeit gehörte die Steiermark zur Markgrafschaft Steyr. Der Adelige spielte eine wichtige Rolle bei der Sicherung des Landes.
Über viele Generationen blieb die Burg im Besitz der Familie von Bernegg. Sie gehörte zum regionalen Adel der Steiermark. Einer der bekanntesten Persönlichkeiten war Wilhelm von Bernegg. Er lebte im 15. Jahrhundert. Im Jahr 1427 wurde er zum steirischen Landeshauptmann ernannt. Dieses Amt machte ihn zu einem der wichtigsten politischen Vertreter der Steiermark. Außerdem war er Hofmeister von Herzog Friedrich. Dieser Herzog wurde später als Kaiser Friedrich III. Bekannt. Im späten Mittelalter kam es zu Konflikten mit Händlern und Reisenden. Einige Mitglieder der Familie beteiligten sich an Überfällen auf Handelszügen. Im Jahr 1525 wurde Wilhelm von Bernegg gefangen genommen. Seine Macht war gebrochen. Er verlor seinen Einfluss und wurde eingesperrt. 7 Jahre später, im Jahr 1532, starb er in Gefangenschaft. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1543, starb die Familie von Bernegg aus. Nach über 400 Jahren endet damit ihre Herrschaft. Die neuen Besitzer waren Gallus von Ragnitz und Moritz von Ragnitz. Im Jahr 1577 begann der Bau eines neuen Schlosses im Tal, das heutige Schloss Bernegg. Mit dem Bau des Schlosses verlor die alte Burg ihre Bedeutung. Sie wurde aufgegeben und verfiel langsam. Ein Teil der Steine wurde sogar für den Bau des Schlosses verwendet. Mehr als 900 Jahre sind vergangen, seit die ersten Mauern dieser Burg errichtet wurden. Heute ist sie still, doch ihre Geschichte lebt weiter, hoch über dem Tal der Mur, als Zeuge einer längst vergangenen Zeit.
das war die Geschichte von der Burgruine Berneck hier in der Steiermark. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da, abonnierst meinen Kanal, hypst vielleicht mein Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Kurt Rebler. Also, ciao.